Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin Richie, Software Quality Coach, Keynote Speaker, Autor und Podcaster. Ich war am QS-Tag und habe dort wieder fleißig Folgen aufgenommen, während ich diese fabulöse Konferenz genossen habe. Und einer meiner Gäste war Alexander Frenzel von Fresenius. Er spricht über sein Konzept zur Erstellung von KI-generierten Tests, wo man jetzt sagen könnte, ja, das machen ja einige, aber die Besonderheit ist hier noch, dass er sich in einem regulatorischen Umfeld bewegt, was das Ganze natürlich besonders spannend macht. Wie er das gelöst hat, welche Ansätze er da verfolgt hat, das hört ihr in der heutigen Folge. Viel Spaß dabei! Hallo Alex, schön, dass du da bist. Hi Richie, ich freue mich auch. Danke für die Einladung, war super. Ja, ich freue mich auch, dass wir jetzt endlich mal uns auch mal ein bisschen mehr persönlich kennenlernen, weil per E-Mail haben wir jetzt schon viel herumgeschrieben, auch über das GTB, über deine Arbeit dort schon. Und ja, jetzt mal hier auch in echt und in Farbe, in Persona am QS-Tag 2025. Ich freue mich auch total. Super. Vielen Dank, Richie, für die Einladung. Ja. Du hast ja deinen Vortrag schon hinter dir. Ja. Das ist aber jetzt auch keine Kunst, weil wir sind schon fast am Ende der Konferenz. Also viel ist nicht mehr. Ja, ich hatte einen Trackchair, sogar 2. Ja. Deswegen war es für mich ein bisschen schwierig, auch einen Side-Slot zu finden. Aber es ist super hier mit den ganzen Leuten. Ja, genau. Ja. Trackchair ist ja auch eine wichtige Aufgabe. Es ist ja auch toll, dass du das auch gemacht hast. Ja. Aber heute soll es ja ein bisschen um dein Thema gehen und um deinen Kontext. Und wenn ich den Abstract gelesen habe, da habe ich so ein paar Störer gehabt, weil du hast ja also Medizintechnik, in der du dich bewegst. Und ich kenne das noch von meiner Zeit in der Medizintechnik, alles sehr regulatorisch und so Dings. Und dann steht da sowas drin, ja, mit KI-Tool und Unterstützung für Tests. Und ich so, das geht für mich nicht zusammen. Das muss er mir erklären, wie er das alles gemacht hat und was da so läuft. Sehr gerne. Also wir stehen da vor ganz vielen Herausforderungen. Das ist logisch. Man muss sich jetzt dazu überlegen, wir wollen unser Testen mit KI verbessern. Also das heißt, wir nehmen das eher so als Assistenzsystem, haben wir das vor, und wir haben hier ein Proof of Concept entwickelt. Das heißt, um was es auch in meinem Vortrag ging jetzt hier auf dem QS-Tag, wie gehe ich an so eine Sache ran? Wie mache ich eine Architektur dafür? Viele Leute sagen, ja, ich habe dann eine AI, aber dass dann ein ganzes System vielleicht sogar von unterschiedlichen LLMs ist, von unterschiedlichen Models und so weiter, das ist oft so ein komplexes Konstrukt, aber wie ziehe ich sowas auf? Wenn ich einfach nur sage, ich will jetzt hier ein Chatbot irgendwie dazu animieren, mir dabei zu helfen, dann kann das unglaublich schwierig werden. Gerade im regulierten Bereich. Lass uns mal noch ein bisschen den Rahmen stecken. Um was für Produkte handelt es sich denn bei euch? Kannst du da so ein bisschen, was macht ihr denn da so, was ihr eigentlich testen wollt? Ja, ich selbst bin bei der Fresenius Medical Care, eigentlich das größte Unternehmen im Bereich der Hämodialyse. Ich selbst bin in der Entwicklung von den Hämodialysemaschinen, die man auch so in Dialysekliniken wiederfindet, für Hämodiafiltration. Und dort testen wir dann auch mit unserer ganzen Testorganisation. Und das ist unglaublich vielfältig, weil es auch nicht nur Software ist, sondern dort, man hat Hardware, man hat Electronics, man hat Materials, Biocom. Diese ganzen Dinge, die müssen irgendwie organisiert werden. Und wir haben jetzt gesagt, okay, wenn wir jetzt hier so einen Testfile-Generator uns mal an so ein Proof of Concept wagen, wir beginnen mit Software und hoffen, das dann natürlich final irgendwie ein bisschen breiter ausrollen zu können und mal schauen, in welche Richtung das uns treibt. Und das hat ja, also wenn ich das jetzt so höre, um die Gerätschaften und die Software, die es da geht, das ist ja jetzt nicht irgendwie Pillepalle, ne? Das muss ja funktionieren. Ne? Das muss funktionieren. Ich meine, eine Dialyse ist ja ein Blutwäschesystem. Ja, da hängen Leute mit ihrem Blutkreislauf an der Maschine. Da muss man höllisch aufpassen. Da sind wir sehr reguliert und dort wollen wir auch unsere ganze Expertise und unsere Passion reinbringen, weil wir sagen, okay, good is not good enough for us. Wir wollen Leuten nicht nur ein Überleben ermöglichen, sondern eigentlich auch ein lebenswertes Leben. Und dort ist Innovation dann immer ganz schwierig auch anzubringen. Nicht, dass wir es nicht können, aber es muss gut sein. Es muss sehr gut sein und es muss hilfreich dabei sein. Und das ist ja, glaube ich, der
Kasus Knackus, Kasus, genau. wie auch immer, wenn wir in Richtung KI schauen. Wie habt ihr euch denn so diesem ganzen Thema genähert, dass ihr diesen Proof of Concept und so gemacht habt? Wie seid ihr denn da so reingegangen? Ja, also grundsätzlich war für uns die Idee, wie können wir unsere Tester und Testerinnen am besten unterstützen? Was ist sehr zeitaufwendig? Und gerade mit solchen komplexen Maschinen, mit ganz vielen verteilten Subsystemen, die miteinander interagieren, dort sind Testfallgenerierungen unglaublich aufwendig. Teilweise hat man dann gerade bei Legacy-Systemen mit so einem langen Produktentwicklungslebenszyklus auch nicht immer die Möglichkeiten, alles genau an der Stelle zu testen, wie man es gerne hätte. Das heißt, dann hat man physikalische Abhängigkeiten und so weiter. Und natürlich auch über so einen langen Produktlebenszyklus auch Dokumentationen, die nicht in einem aktuellen ALM-System zum Beispiel vorhanden sind, weil sie halt 2002 noch in Word geschrieben wurden. Das muss man irgendwie handelbar machen und man will von diesen langen Zeiten von der Testfallgenerierung auf ein vernünftiges Maß runterkommen. Und wenn man sagt, normal so ein Testfall von 5 Tagen inklusive statistische Analyse und Testmethodenvalidierung, da kommt so ein AI-Agent eigentlich sehr entgegen. Also ihr habt euch dann quasi für so eine in Richtung Agent mal überlegt, was zu machen, was euch da einfach hilft, ne? Ganz genau. Und wir haben damit schon angefangen, bevor es in diesen ganzen, ich sage jetzt mal in dieser AI-Welle viel darum ging. Also auch so Sachen wie Reasoning, das ist heute allgegenwärtig. Wir haben damals schon gesagt, wir wollen Reasoning von vornherein schon mit reinsetzen. Da hat es ChatGPT noch gar nicht gehabt. Für uns war das elementar. Du hast gesagt, ja, wie ist denn das mit dem regulierten Bereich? Ja, wir brauchen eine Nachvollziehbarkeit. Wir müssen wissen, wo steht das denn? Da darf ja kein Platz für irgendwelche Halluzinationen oder Ähnliches sein. Und deswegen war für uns, sind solche Gedankengänge und solche Architekturen von vornherein eigentlich ein Must-Have. Und die habt ihr euch dann quasi selber reingebaut oder selber implementiert oder habt ihr das dann quasi über die Zeit, wie die Reasoning-Themen dann reingekommen sind, in die KI dann einfach mit übernommen? Nein, wir hatten das schon teilweise vorher. Ich meine, die Idee von so Reasoning-Modellen und so weiter ist ja jetzt auch nichts Neues. Wir haben uns, muss ich ehrlicherweise sagen, wir sind ja keine KI-Experten in dem Fall, sondern wir machen Dialysemaschinen. Das heißt, wir haben uns halt auch die Expertise von extern mit reingeholt. Aber es war für uns wichtig, dass wir unser Anliegen und eben diesen regulierten Bereich, da kennen wir uns aus. Und das konnten wir als Business-Stakeholder da mit reinbringen und dann einfach sagen, okay, wie muss das denn ausschauen, dass wir einen Mehrwert davon haben? Und wie sah dann so ein bisschen auch die Architektur und die Lösung aus? Was habt ihr denn da so anders gemacht als heute unser Chatbot, den wir so im ChatGPT haben oder so? Also wir haben ja eine sehr große Testorganisation, kannst du dir vorstellen. Wenn ich jetzt sage, okay, die Leute sollen prompten, ich müsste ganz, ganz viele Leute erstmal dazu befähigen, vernünftig prompten zu können. Also wollten wir es von der Usability-Seite her sehr, sehr einfach machen. Nur ein One-Click-Generator. Du hast ein Requirement und dann will ich eigentlich einen Knopf haben, auf den ich drücken kann und dann läuft die Maschinerie los und am Ende kommt ein Testfall raus. Das ist nicht so trivial. Aber die erste Sache ist, warum muss ich selber prompten? Ich kann doch auch ein LLM-System dafür befähigen, für mich Prompts zu erstellen. Das heißt, ich gebe den Input ein und ein KI-Subsystem erstellt mir erstmal verschiedene Prompts, die für ein anderes KI-System optimiert sind. Und das war so der erste Ansatz, wo ich gesagt habe, okay, da gehe ich weiter. Das nächste ist, was nehme ich denn eigentlich, um mit diesen ganzen Daten umgehen zu können? Jetzt haben wir natürlich die Problematiken, dass wir nicht alle Daten an einem Ort haben, sondern auf verteilten Systemen, verteilten Ablagen. Wie kriege ich die alle mit rein? Dann haben wir so ein Rack-System mit reingenommen und gesagt, okay, dort wollen wir die zentral alle organisieren. So, und dann standen wir wieder vor dem nächsten Problem. Und wir gesagt haben, ja, die müssten wir jetzt alle taggen. Da müssten wir irgendwie schauen, dass da sich das System zurechtfindet und dann auf die richtigen Keywords irgendwie reagiert. Bei der Fülle von Dokumenten, das sind ja Hunderttausende von Seiten, die kannst du manuell gar nicht nachdecken. Also ist da einer unserer Architekten auf eine ganz tolle Idee gekommen, das nennt sich Hyde-Prinzip. Da geht es im Prinzip dazu, dass man sagt,
ich stelle nicht mit meinem Prompt eine Frage, sondern ich stelle eine Behauptung auf und sage dem System, anhand der Daten, die du in deinem REC-System drin hast, belege es mir. Weil Ähnlichkeiten sind für so ein AI-System viel einfacher zu erkennen. Und die machen dann so eine Ähnlichkeitsanalyse, wo sie sagen, okay, zu wie viel Prozent passt das dann von den Vektoren her zu meiner Behauptung? Und so findest du die ganzen Testchunks. Und dann hast du genau quasi die Daten aus deinem REC-System, ohne dass die von der KI interpretiert werden. Das war uns wichtig. Warum? Weil dann wird nichts Neues hinzugedichtet. Und dann habe ich nur meine eigene Dokumentation. Ja, mussten wir auch so machen. Ich meine, um so jetzt zum Beispiel ein LLM-System zu befähigen. Wie viele Daten braucht man dafür? Da waren Hunderttausende an Daten. So viele Testdaten hätten wir für ein Projekt gar nicht, um das zu befähigen. Also musst du dich von dieser Abhängigkeit lösen. Und mit dem Ansatz waren wir dann tatsächlich sehr, sehr erfolgreich. Wie habt ihr das dann so ein bisschen, ist ja ein Proof of Concept. Ja, ne? Das ist ja. Wie habt ihr denn das mal für euch so durchgearbeitet, um das auch ein bisschen zu evaluieren und zu vergleichen? Ich meine, man muss ja, wenn wir jetzt mit KI arbeiten, wir müssen dann auch die Ergebnisse prüfen und sowas. Wie habt ihr euch da vom Prozess her dann genähert? Sagen wir mal so, für uns war von Anfang an klar, dass wir einen Man in the Middle brauchen. Gerade im regulierten Bereich. Du musst erstmal schauen können, was sind denn deine einzelnen Prozessschritte? Ich muss überall eingreifen können. Ich brauche eine Nachvollziehbarkeit. Wie kommt denn das System von diesen Text-Chunks, von denen ich zum Beispiel gerade geredet habe, dann zu meinen Boundaries, wenn ich so eine Grenzwertanalyse machen will oder ähnliches? Wie sind da meine Äquivalenzklassen? Und auch teilweise musst du auch die Möglichkeit ja bieten, eigene Erfahrungswerte mit reinzubringen. Von den Testern, von den Systemarchitekten, von unseren Experten und SMEs, die wir im Unternehmen haben. Und das dafür zu öffnen. Und das war immer so ein Hangeln von einer Situation, von einer Problemstellung in die nächste, wo wir gesagt haben, da müssen wir was machen. Und es war auch viel Trial and Error, aber wir hatten auch eine gute Beratung dazu. Und vor allem, weil wir unser eigenes Business-Konzept dahinter gelegt haben, was wir erwarten, ging das überraschend geradlinig. Ja. Was für einen Zeitraum sprechen wir denn? Wo habt ihr denn quasi euren Proof of Concept? Wie lange ging denn das? Also wir haben das 2004 übers Jahr entwickelt. Also das ist auch schon eine Weile her. Ich hatte am Anfang Angst, wenn ich hier auf dem QS-Tag einen Vortrag halte, vielleicht alles, was ich erzähle, schon wieder obsolet ist. Gott sei Dank war es nicht der Fall. Ja. Aber ja, wir haben ein Dreivierteljahr dran gearbeitet mit einem kleinen internen und einem größeren externen Team. Ich würde mal sagen, im Schnitt vielleicht so 10 Leute im Ganzen. Aber die haben das zusätzlich zu ihrer Regelarbeit, zu ihren Regelprojekten noch gemacht. Deswegen haben wir ein Dreivierteljahr gebraucht. Ich glaube, wenn man es eindampfen würde und sagt, man nimmt ein komplettes Team und arbeitet mit dem, dann würdest du vielleicht sowas in 2-3 Monaten hinbekommen. Heutzutage bestimmt sogar noch schneller. Ja. Und technologisch, wo habt ihr euch da gestützt, auf welche Modelle oder was habt ihr denn da herangezogen? Da haben wir viel ausprobiert. Wir haben erstmal mit Llama angefangen, dann haben wir gesagt, okay, lass uns mal Claude probieren und dann doch wieder Llama. Dann kam es auch technische Hürden. Wie funktioniert das mit einer eigenen Cloud? Wir wollten ja jetzt nicht auf irgendwelche Public-Server. Ich meine, wir haben ja Intellectual Property. Ja, das kannst du nicht einfach irgendwo reinschieben. Ne? Kannst du nicht irgendwo reinschieben, klar. Und deswegen, das muss ja schon erstmal irgendwie separat laufen. Es muss handelbar sein. Und für uns auch ganz wichtig von der Architektur her, dass modular austauschbar ist. Weil eben, dann kommt ein neues Modell raus, vielleicht jetzt mit ChatGPT 5, könnten wir sagen, ja, lass uns mal das probieren. Vielleicht haben wir hier einen höheren Output. Danach gibt es wieder ein anderes Update von Llama oder von Claude oder von ganz anderen Systemen, wo du sagst, okay, was ist jetzt für mich sinnvoll? Und diese Adaptierfähigkeit, das war für uns wichtig eigentlich als die Wahl des geeigneten Models, weil die werden ja kontinuierlich weiterentwickelt. Die sind ja auch dann morgen schon wieder obsolet. Ne? Ja, vielleicht nicht obsolet, aber das ist schon überholt. Da gibt es wieder neue Updates und neue Versionen oder sowas. Ne? Ganz genau. Ja. Sehr spannend. Und wenn man jetzt so schaut, also nach eurem Proof of Concept, was waren denn so konkret die Ergebnisse für euch und im Sinne auch die Erkenntnisse, ne? Also wo ich gesagt habe, okay, das bringt uns wirklich was oder da vielleicht dann doch nicht. Ne?
Ja, also wir haben tatsächlich so ein bisschen einen Beta-Test gemacht. Bei uns intern haben wir ein paar Tester einfach mal gefragt, ob sie das mal verwenden wollen, und haben da ganz, ganz viel Feedback bekommen. Das erste war Euphorie, oh ja. Also der Output, so dadurch, dass wir so strukturiert rangegangen sind und für uns die Nachvollziehbarkeit von zum Beispiel Expected Results für einen Testschritt, woher kommen die eigentlich, woher ist meine Erwartungshaltung, dass man das hat, das ist unglaublich gut angekommen. Ja. Weil es auch zum Beispiel Leute da wieder befähigt zu sagen, hey, das ist ein Dokument, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, das lese ich vielleicht mal. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ja, schon, aber halt, ne, dass dazu da was steht, gerade wenn du so viele verschiedene Dokumentationen hast. Und das hilft dann auch zum Beispiel für Knowledge-Transfer ganz viel. Das war für uns überraschend, dass das als Feedback kam. Und das halt eben auch, wie wir das aufgezogen haben, dass du in dem ganzen Prozessschritt mit eingreifen konntest, dass du tweaken konntest, dass du nicht immer bei Null anfangen musstest. Das war unglaublich hilfreich, weil die Leute gesagt haben, naja, vielleicht ist das, was am Ende erstmal rauskommt, noch nicht perfekt, aber es ist ein toller Draft. Jetzt schaue ich mal, wie viel Zeit ich noch habe, um ein bisschen zu tweaken, und ab wann nehme ich das als Grundlage, um dann da weiter zu arbeiten. Weil ich muss ja trotzdem das erstmal dann nochmal an der Maschine ausprobieren, will das reviewen, will hier ein Approval machen, damit ich überhaupt die Grundvoraussetzungen habe, das für eine formale Testdurchführung heranzuziehen. Genau. Wo waren denn da so, sagen wir, die Grenzen? Wo habt ihr irgendwo auch gemerkt, nee, da geht's nicht, oder für diesen Bereich geht's nicht, weil da aus irgendwelchen Gründen, oder? Also, wo es tatsächlich auch immer ein bisschen schwierig wird, ist, wenn du physikalische Abhängigkeit mit reinmachst. Das funktioniert schon, aber du brauchst zum Beispiel da ein Physical Model dahinter, wo du sagst, okay, wie ist das? Du hast zum Beispiel ein Schlauchsystem, wenn das gefüllt wird, du hast dann Druckaufbauten, Druck ist ja nicht statisch, ist ja unglaublich dynamisch. Wie wirkt sich das aus? Und das sind Punkte, die sind nicht so einfach zu modellieren. Und die müsstest du, also so ein großes Modell ja auch nach und nach immer wieder, wenn du neue Feature hast, wenn du neue Motoren hast, wenn du irgendwie was austauschst aus so einem System, das müsstest du dir alles nachmodellieren. Und das ist sehr aufwendig. Das war ein bisschen schwieriger. Für Software zum Beispiel war es genial. Also da hat es sehr, sehr gut funktioniert. Verstehe. Jetzt ist es ja so, ihr seid ja im regulativen Umfeld, haben wir jetzt ja schon ein paar Mal gesagt. Und das ist bei Proof of Concept, da kann man ja noch viel ausprobieren und so. Ja. Ne? Der Schritt zur produktiven Nutzung ist ja dann nochmal was anderes, auch was Dokumentationspflichten und all diese Themen angeht. Habt ihr euch da auch schon Gedanken gemacht, dass er da einen guten Übergang schafft? Oder wie siehst du das Gap dann dahin, das auch wirklich in der Praxis dann auch zu nutzen? Sehr gute Frage, weil wir hatten da unzählige Diskussionen. Wie machen wir das? Du brauchst eine Tool-Validierung. Wie validiert man eigentlich ein nicht greifbares System? Und jetzt haben wir nicht nur ein KI-System, sondern eine Architektur an verschiedenen Systemen. Wie validiert man sowas? Vor allem, wenn sie generativ sind und nicht deterministisch. Und nach der ganzen Diskussion kam irgendeiner mit der Frage, muss man das eigentlich? Und dann haben wir uns alle angeschaut und haben gesagt, ja, eigentlich nicht. Ja. Warum nicht? Und zwar zum einen, wenn wir das als Draft verwenden, wir reviewen das. Ja. Du hast immer the man in the middle. Du nimmst ein eigenes Review, was du mit E-Signature formal freigibst. Dadurch, dass wir jetzt sagen, unsere ganzen Daten sind in einem REC-System und ist auch nicht gelabelt, das System verändert die Informationen nicht. Sie arbeitet damit, aber sie fügt nichts hinzu. Und unsere ganze Dokumentation, die dabei erstellt wird, die sind ja für jeden einzelnen Prozessschritt, auch entlang der Reihe. Deswegen kannst du ja auch überall in jeden Schritt immer reinspringen und nochmal tweaken. Und wenn du da ein gutes Logging hast, dann ist das nachvollziehbar. Du kannst aber nicht sagen, okay, wie das System genau 100%ig darauf gekommen ist. Und manchmal ist zum Beispiel sprachlich dann das eine mal ein bisschen schöner als das andere, aber die Basis und die Information bleibt die gleiche, weil sie eben nicht verändert wird. Und dann kannst du wirklich das nachvollziehen, was rauskommt. Und wenn du das am Ende reviewst
und mit der Kette kannst du das, dann kannst du das freigeben. Dann ist das nur ein Tool, was dich dazu befähigt, aber nicht, was dir die Arbeit abnimmt. Ja. Und damit bist du regulatorisch schon wieder auf gutem Fuß. Ja, spannend. Das ist natürlich wichtig, ne? Weil was da für ein Aufwand dahinter ist, an so Tool-Validierungen und sowas, was ja gar nicht ginge in dem Kontext Ganz wahrscheinlich. genau. Also vielleicht noch nicht, aber... Ja. Was sind jetzt so eure Next Steps? Also es war ein Proof of Concept, nutzt ihr es jetzt schon produktiv oder kommt das erst? Oder wie geht's weiter? Habt ihr noch Stellschrauben, wo ihr noch was weiterentwickeln wollt darin? Ja, natürlich. Also da kann man das ganze System kann man ja in alle Richtungen weiterentwickeln. Ja? Das Erste, was wir machen wollen, ist, dass wir das tatsächlich, wir haben es jetzt gerade noch so als Webanwendung, dass wir das direkt in unsere ALM- und PLM-Systeme mit integrieren. Das ist das Erste. Das Nächste ist, unsere RAC-Datenbank, die wollen wir natürlich auch an unterschiedliche Dokumentenverwaltungssysteme, Datenbanken und so weiter dann eben mit irgendwelchen Service-Interfaces anbinden, um hier die Daten noch besser verfügbar zu machen für das System. Das sind jetzt sowas, was wir gerade momentan auch angehen und ein paar Schritte sind total naheliegend. Wenn ich schon eine ziemlich gut dokumentierte, ausführliche Testspezifikation habe, inklusive Trace, woher meine Erwartungshaltung kommt, dann kannst du das auch gleich mit einem mit Keyword-Driven erstellen lassen. Dem gebe ich einfach nur meine Bibliothek von Keywords. Ja. So, wenn er das Keyword-Driven aufbaut, ist der Schritt hin zu sagen, okay, und jetzt machen wir doch bitte ein Testskript für mein Software-in-the-Loop oder Hardware-in-the-Loop-System auch nicht mehr weit. Ja, und dann hast du gleich dein Testskript und dann könntest du sagen, ja, okay, gut, dann gehen wir gleich mal weiter und schieb das Ding gleich mal in die Pipeline und dann lassen wir den Test gleich mal irgendwie in der Simulation laufen. Und wenn er durchgeht, dann passt. Und wenn er nicht durchgeht, dann bitte, liebes System, überarbeite, dass der am Ende auch das so rauskommt, wie wir es wollen. Und da kannst du ja auch schon die Systeme sich selbst LLM as a Judge, also auch selbst optimieren lassen. Das sind natürlich so Schritte, die sind fast zu naheliegend. Aber es ist schön. Aber the man in the middle, auch für die Freigabe und natürlich und diese Nachvollziehbarkeit, die wird nicht ausbleiben, weil du brauchst das Expertenwissen. Du musst das Systemverständnis haben. Du musst wissen, ob das, was hinterher bei rauskommt, auch das ist, was du eigentlich prüfen wolltest. Ja. Also auch Testdesign und diese ganzen Schritte, die dazwischen sind, das musst du können. Dazu musst du Experte sein. Und da helfen ja auch zum Beispiel, du hast am Anfang gesagt, auch ja vom ISDQB und vom GTB, wo ich ja auch mit aktiv bin, da helfen natürlich auch solche Lehrpläne wie jetzt neuen Gen AI, um das besser beurteilen zu können. Klar, das ist natürlich eine gute Basis. Natürlich. Ja. Super, Alex. Vielen Dank für diese Einblicke. Ich finde das super spannend, dass man in so einem regulierten Umfeld, und ich meine, was ihr an Medizinprodukten da macht, das ist ja jetzt nicht Pillepalle, sondern das ist richtig, da geht es um Dialyse, das ist natürlich, da hängen Menschen dran. Ja. Das ist schon Hardcore. Dass da Innovation trotzdem geht und auch noch quasi so gut durchdacht und strukturiert geht, das finde ich ein super Beispiel, wo sich viele hoffentlich was mitnehmen können und mal überlegen, ob es in deren Kontext nicht auch funktioniert, ja, was zu machen. Ja, also wir hoffen ja auch als Fresenius auf solchen Konferenzen wie hier beim QS-Tag andere dazu zu animieren und auch so ein bisschen zu sagen, ja, das funktioniert und so. Nehmt mal den Impuls mit, da können wir wirklich was reißen. Und das ist was, worauf wir auch sehr stolz sind. Ja. Super. Vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir heute noch einen guten Ausklang der Konferenz und dann eine gute Heimreise. Vielen Dank, Richie. Ja, danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Danke. Danke.